Wie Sie schnell und unkompliziert eine Verbindung zu Ihrem Umrichter aufbauen können und das ganz ohne unnötige Technik und viel Kabellage, das möchte ich Ihnen heute zeigen. Mein Name ist Jonas Kröker, ich bin Teil der Technikschulung hier bei KEB und ich möchte Ihnen die 3 Highlights zeigen, die unsere Combivis Mobile App bietet. Um jetzt ganz einfach und unkompliziert eine Verbindung zum Umrichter aufzubauen, brauchen Sie im Grunde nur einen Bluetooth-Stick und ein Smartphone. Hier vorne auf das Diagnose-Interface, das Sie vielleicht schon von Ihrem USB-Serienwender kennen, kommt der Stick. Der fängt jetzt an rot zu leuchten. Das bedeutet, er ist bereit zur Verbindung. Hier sehen Sie jetzt mein Display und ich öffne die App, die Sie kostenlos im Apple Store und auch im Google Play Store runterladen können. Und wie Sie sehen, wenn ich Bluetooth eingeschaltet habe, wird mir der Stick jetzt automatisch angezeigt. Ich wähle den jetzt hier aus und werde aufgefordert, eine PIN einzugeben. Die befindet sich immer auf der Rückseite des Sticks. Und sobald ich die PIN eingegeben habe, baue ich eine Verbindung zum Stick auf, der mit dem Umrichter kommuniziert. Vom Aufbau haben wir jetzt hier einen Hauptantrieb und 3 Nebenantriebe, die verbunden sind über einen Getriebefaktor. Und wenn ich jetzt hier drehe, drehen sich die 3 Nebenantriebe mit. Ich gehe jetzt hier oben auf Verbindung und sehe direkt ein Dashboard, das mir die Stati des Umrichters anzeigt, also den Umrichterstatus, die Betriebsart und dann ein paar Faktoren. Wenn ich jetzt hier mal drehe, dann können Sie bei Geschwindigkeit darauf achten, wird direkt die aktuelle Geschwindigkeit übertragen. Das funktioniert soweit. Die 3 Highlights, die ich jetzt zeigen möchte, sind einmal die Fehleranalyse, das Arbeiten mit Parametern und die Parameterlisten. Wenn wir jetzt hier drauf schauen, dann sehen wir oben den Reiter Daten und daneben Fehler. Da kann ich die Fehler auslesen und ich werde jetzt einen Fehler simulieren, indem ich hier unten die Klemmleiste für die Motortemperatur abziehe. So, ich sehe jetzt hier die rote Lampe. Ich bin im Fehler und auch direkt hier schon im Umrichterstatus sehe ich das Bit 8, Fault, und kann jetzt hier oben die Fehler einsehen. Ich sehe jetzt den Fehler über Temperatur Motor schon ein paar Mal, weil ich das schon ein paar Mal gemacht habe mit dem Umrichter. Und gerade dieser Anwendungsfall ist super für den Service oder wenn gerade mal irgendwo ein Fehler geschmissen wird und ich den Stick in der Hosentasche habe, nicht bereit bin, meinen Laptop zu holen, weil das so lange dauern würde, dann kann ich mal gerade eben eine Kurzfehleranalyse machen und einsehen, was der Umrichter hier gerade ausgibt. Um zum zweiten Punkt zu kommen, das Arbeiten mit Einzelparametern, gehen wir hier unten in der Leiste auf Parameter und sehen jetzt die Übersicht der Parameter, die Sie vielleicht schon aus Combivis 6 kennen. Das sind genau die gleichen Parameter und je nachdem, in welche Parametergruppe ich reingehe, habe ich dann entsprechend die ganzen Unterparameter. Ich möchte jetzt den Fehler hier zurücksetzen, damit wir weiterarbeiten können. Ich stecke jetzt erstmal die Klemme zurück und gehe in das Steuerwort. Ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Wenn ich den Edit Mode öffne, kann ich entweder die Dezimalzahl der Bits, die ich setzen will, hier oben als Wert reinschreiben. Und mit Wert schreiben bestätige ich das immer. Ich könnte jetzt die 128 da reinschreiben, damit würde ich den Fehler rücksetzen. Einfacher ist es, wenn wir einfach über die Checkbox hier gehen, Fault Reset, Wert schreiben sagen. Ich schließe den Edit Mode wieder, gehe zurück in das Dashboard und sehe im Umrichterstatus, ich bin wieder in 2, Switched on Disabled. Damit habe ich den Fehler resettet und kann hier weiterarbeiten. Das dritte und letzte ist das Arbeiten mit Parameterlisten. Sie kennen das auch aus Combivis, eine ganze Parametersicherung zu machen. Das ist für den Arbeitsalltag oft relevant. Das kann ich machen, indem ich hier unten auf Dateien gehe und Backup erstellen sage. Damit werden alle Parameter, die im Umrichter sind, gesichert, also eine komplette Parameterliste erstellt im Dateiformat DB5, so wie man das gewohnt ist. Das starte ich jetzt mal. Ich kann hier einen Titel angeben, Kommentar, beispielsweise der Techniker, die Technikerin, die gerade arbeitet, das Datum oder der Softwarestand. Ja, das brauche ich jetzt gerade nicht. Ich starte den Prozess und das dauert jetzt einen Moment, bis das Backup erstellt wird. So, das Backup ist fertig. Ich bestätige jetzt und jetzt sehen wir hier meine DB5-Datei. Wenn ich die jetzt versenden will oder teilen will, dann kann ich einfach auswählen. Hier kann ich auch löschen oder runterladen und wenn ich hier auf den mittleren Button gehe, dann sehe ich die üblichen Kommunikationskanäle, also selbst Sachen wie WhatsApp und AirDrop funktionieren, aber dann natürlich auch E-Mail, Postfächer und alles weitere. Weiter unten kann ich hier in Dateien sichern, sagen, sprich mir einfach die Parameterliste auf meinem Handy abspeichern. Und über dieselben Kanäle, wie ich die Parameterlisten verteilen kann, kann ich eben auch die Parameterlisten wieder auf mein Handy empfangen und dann über den Bluetooth-Stick an den Umrichter weitergeben. Das waren die 3 Highlights, die ich Ihnen zeigen wollte.
Neben diesen 3 Möglichkeiten hat die Combiviz-App noch viele Möglichkeiten, mit Ihrem Umrichter zu arbeiten. Wenn Sie dazu Fragen haben, dann würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören.